Moin ihr Lieben, zu Runde 2. Ihr wolltet Schiffe, also kriegt ihr Schiffe. Zumindest schöne Schiffe. Eben hatten wir ein bunt beleuchtetes Schiff, was ein sehr schönes Licht gemacht hat, ein sehr schönes Bild. Und jetzt gibt es schöne Schiffe. Okay, das Ganze ist Geschmackssache, aber ihr wisst, ich bin ja eher so ein bisschen Team Frachter- und Containerschiffe, auch wenn ich da durchaus mich hin und wieder gerne mal über den Tellerrand schaue. Wie ihr wisst, habe ich ja jetzt meine erste Kreuzfahrt gebucht, also insofern will ich da auch nicht irgendwie schlecht drüber reden, aber einige von euch kennen ja so ein bisschen meine Vorgeschichte und wissen, dass ich halt durch die Reisen mit Containerschiffen zu dieser ganzen Sache gekommen bin. Ja, wir erwarten jetzt gleich als erstes die Glovis Tralala. Die ist jetzt gerade bei Airbus, die Glovis Celine, ein Autotransporter mit einer Länge von 200 Metern und einer Breite von 38 Metern. Eben ist schon die Grande Nigeria rausgegangen. Wenn ich das richtig, ich glaube Grande Nigeria war das. Die musste den Liegeplatz frei machen, denn hinten am Oswald Kai da lagen vorhin noch 2 Autotransporter. Ja, einer davon musste jetzt weg, damit dann gleich die Glovis, wer ist sie, Celine oder Serene? Celine, Glovis Celine reinkommt. Ich stehe hier an der Elbchaussee. Wie ihr seht, haben wir von hier einen wunderbaren Überblick über den Hafen. Viele von euch kennen das ja, also vor allem hier Waltershof. Die Einfahrt, die Ausfahrt. Nachher soll auch noch die Ever Art rausgehen. Einziger Nachteil an der ganzen Geschichte ist, ich stehe hier an der Straße und es ist wieder Moped-Wetter. Also es ist halt akustisch alles andere als ideal hier, aber ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass auch am Samstagabend dann zu späterer Stunde der Verkehr ein klein wenig nachlässt. Ansonsten ist es noch relativ ruhig. Es gibt aber noch eine NYK, die auch noch reinkommt. Die müsste so eine halbe, dreiviertel Stunde hinter der Glovis sein. Und wir haben die Ever Art, die rausgeht. Ich glaube, die Istanbul Express soll auch noch rausgehen. Und da ist noch ein altes Hamburg-Süd-Schiff. Helft mir doch mal. Den Namen habe ich jetzt vergessen. Müsste ich gleich mal nachgucken. Die liegt, glaube ich, am CTA. Soll, glaube ich, auch noch rausgehen, wenn das alles noch so stimmt, wie das heute Mittag auf den Segellisten aussah. Die Wahrscheinlichkeit, dass das mal sich ändert, ist ja leider fast 100%. Christoph fragt, wann es losgeht mit der Kreuzfahrt. Am 12.06. Richtung Norwegen. Und das Lustige ist, vorhin waren Vanessa und Florian bei uns und die haben tatsächlich echt die gleiche Kreuzfahrt gebucht. Die werden da auch mit an Bord sein. Also wird bestimmt eine lustige, illustre Runde, wenn ich das so sagen darf. Ja, und jetzt erwarte ich auf jeden Fall einen ruhigen Abend. Ihr wisst, Aida Nova ist immer ein bisschen verrückt. Da ist hier echt ein bisschen etwas Attacke. Heute ordentlich, hat auch wirklich Spaß gemacht. Aber ich mag ja beides. Ich mag ja auch diese ruhigen Nummern, wo nicht ganz so viel Action ist. Haben wir heute einfach mal für jeden was dabei. Hey OC Hemki, ganz, ganz lieben Dank für 5 Monate auf der Speierstadt. Liebe Grüße aus Paris. Hey. Ein Zuschauer aus Paris. Ja, liebe Grüße zurück. Und ich weiß nicht, ob ihr jetzt zuschaut, aber vorhin, als wir uns schon verabschiedet haben, sind hier noch 2 Mitgliedschaften reingekommen. Und zwar von The Sponti und von René Thiel. Falls ihr beiden jetzt zuschaut, auf jeden Fall auch nochmal ein ganz, ganz dickes Dankeschön an euch. Ja, das Schöne hier an diesem Standort ist natürlich, das seht ihr,
dadurch, dass der Hafen so hell ist und wir hier so viel Lichter haben, strahlt das halt auch alles so ein bisschen nach oben ab. Und wenn wir dann halt so ein ganz bisschen Wolken haben, dann ist der Himmel halt nicht so tiefschwarz. Insofern kann man da immer noch so ein bisschen was erkennen. Und das finde ich ehrlich gesagt immer ganz schick. Das ist besser, als wenn man so einen pechschwarzen, rabenschwarzen Himmel hat. Matthias Saigon, herzlich willkommen bei unserem Kanal, Fischmarkt-Mitglied. Schön, dass du dabei bist, oder ich glaube wieder dabei, oder? Matthias, du warst, also deinen Namen habe ich doch schon mal gelesen. Auf jeden Fall herzlich willkommen. Ja, Matthias, genau. Hinweis, bin kein neues Mitglied, richtig. Du hast wahrscheinlich nur mal ein paar Monate ausgesetzt und bist jetzt wieder dabei. Also den Namen habe ich doch schon mal gesehen. Wer liegt denn hier noch? Die MSC Polaris. Da wird gerade geladen und gelöscht. Auch immer sehr schön anzuschauen. Und jetzt muss ich mit einem Auge so ein bisschen nach rechts gucken, damit wir gleich die Glovis nicht verpassen. Denn die wird hier natürlich nur an uns vorbeifahren. Das ist wieder ein kleiner Nachteil an dem Standort. Man kann natürlich die Elbe nicht so weit rauf und runter gucken. Das heißt, man hat nicht so lange etwas von den Schiffen, aber dafür mit ein bisschen mehr Licht im Hintergrund. Ja, Stefan sagt es auch, super Platz mit den Lichtern. Also das ist auch wirklich schön, also gerade diese Lichter im Hintergrund, die lassen dann auch dunkle Schiffe wirklich gut aussehen. Das ist auch zur blauen Stunde hier richtig cool. Also hier heute so gegen 18 Uhr, bestimmt auch richtig toll. Ist halt dann echt laut, ne? Also wenn du tagsüber hier bist, Elbchaussee ist wirklich so ein Highway. Also da ist so richtig was los. Christian hilft noch mal ein bisschen aus. Die Santa Katharina heißt das Hamburg-Südschiff. Dankeschön für die 2 Euro Superchat. Und Mirko haut auch noch mal 2 Euro Superchat raus und sagt, habe Zwangsaufenthalt in Hamburg, es fährt kein ICE. Ach Mensch, Mirko. Ich sag mal, so ein kleiner Zwangsaufenthalt in Hamburg ist natürlich jetzt nicht ganz so verkehrt. Doof ist natürlich, wenn du jetzt irgendwelche Termine hast oder irgendwo dringend hin musst. Virtual, ganz lieben Dank für 7 Monate. Ja, dann haben wir ja das Programm so in etwa zusammen. Ich weiß nicht, ob sich jetzt irgendwas geändert hat. Wenn ihr mögt, dürft ihr natürlich gerne mal ein bisschen in die Segellisten schauen, ob die Abfahrt von der Ever Art noch auf, was war es, 22:30, glaube ich, 22 oder 22:30. Also wir werden leider auch ein bisschen Längen dazwischen haben, ein bisschen Wartezeit. Es geht jetzt nicht ganz so Schlag auf Schlag, wie das vor ein paar Tagen war. Zumal wir halt leider die Schiffe nicht ganz so früh sehen. Dänemark-Fan, ja, es hat geschmeckt in der Pause, in der Tat. In der Tat hat es geschmeckt. Konrad, danke dir für 6 Monate auf der Speicherstadt. Und er sendet liebste Grüße an seine Frau Anna. Hiermit ausgerichtet. Danke auch an Lutz aus W. für 18 Monate auf der Reeperbahn. Er sendet Grüße aus Wuppertal. Ja, Petra, Pommes habe ich leider nicht bekommen. Pommes gab es leider auf die Schnelle nicht. Oh, Andreas Preuß, 5 Euro Superchat, danke dir. Und er meint Nachtschichtzulage bis zum Öffnen der Wahllokale. Ach, morgen ist ja Wahl. Wir sind ja klassische Briefwahlwähler und haben das alles schon erledigt. Von daher, ja, brauchen wir uns darum morgen nicht mehr kümmern. Aber tut mir einen Gefallen, lasst das Thema Wahl hier aus dem Stream raus. Es ist wichtig, ich weiß es, ich weiß, wie wichtig es ist. Ich weiß, es ist ein aktuelles Thema, aber es ist leider auch ein leidiges Thema. Biker and Travel, herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal.
Ein neues Fischmarktmitglied. Ich danke dir vielmals. So, hier gibt es nochmal Begrüßungshorn. Tanja mag es so gerne. Typhon, einmal Ohren zu halten. Da im Dunkeln soll gleich ein Schiff kommen. Bernd, danke dir für 2 € Superchat und er schreibt super Perspektive. Ja, ist wirklich ganz schön hier. Ist wirklich sehr, sehr schön. Male, danke dir für 19 Monate auf der Speicherstadt. Und Male schreibt, moin, da gibt es ja heute doch noch was für mich. Mit Kreuzfahrern kann ich leider immer noch nichts anfangen. Danke für den Nachschlag. Ja, es gehört alles dazu. Es gehört alles dazu. Und ach komm, also vom Bild her war die Aida Nova schon schön mit der Beleuchtung. Das muss ich sagen. Das war schon in der Tat echt eine schicke Geschichte. Color Spirit, danke für 2,49. Und er schreibt, moin zum zweiten Stream. Ningbo Express, morgen 23:30 Uhr. Oh. Da äußere ich mich jetzt mal lieber nicht zu. Uli Reiners ist auch da und schickt auch nochmal 5 € Nachtschichtzulage. Herzlichen Dank. Sebastian hat nochmal nachgeguckt. RWA 22 Uhr, Istanbul Express 22:30 Uhr. Ja, das ist ja eine schöne Sache. Und dann sind wir auch weitestgehend durch. FV fragt auch nochmal, wo wir jetzt stehen. Also wo du stehst, kann ich dir jetzt nicht sagen. Ich stehe an der Elbchaussee. Und wenn du Google Maps aufmachst und mal nach der kleinen Straße Himmelsleiter suchst, dann wirst du, ja, dann bist du 50 oder 100 Meter neben meinem Standort. Na, kommt da was? Ich sehe doch Lichter, die sich da bewegen. Ich sehe es doch. Dann fangen wir mal an mit der Glovis Celine. Mal gucken, wie viele Lichter die so nicht anhat. Ja, Frachtschiffe sind wirklich immer eine Herausforderung für die Kamera. Da ist man echt immer am Limit. Wohingegen so eine Aida schon fast blendet. Ich liebe es aber, wenn die so langsam ins Bild gleiten. Was für ein schönes Maul vorne. Wie so eine Stupsnase. Ja, lass dir ruhig Zeit. Lass dir richtig Zeit. Ganz langsam an mir vorbeifahren. Unten auch ordentlich Beleuchtung da an der Gangway. Wahrscheinlich hat sie da auch den Lotsen bekommen. Aber man kann doch ein bisschen was erkennen.
Die Glovis Celine ist ein reines Ro-Ro-Schiff, kann also keine Container transportieren wie die Atlantic Sky, die wir vor ein paar Tagen gesehen haben. Ist also, ja, man könnte sagen, ein geschlossener Karton, eine geschlossene schwimmende Garage. Ein sogenanntes Ro-Ro-Schiff. Roll-on, Roll-off. Balthasar meldet, dass die AIDA gerade an der Elbcam vorbei ist. Ganz lieben Dank. Da sieht man jetzt natürlich auch niemanden irgendwo an Deck. Moin. Ja, und hier im Vordergrund seht ihr auch so ein bisschen Gehölz. Leider wird das alles im Frühjahr wieder ordentlich Blätter bekommen und dann ist dieser Standort hier oben leider ziemlich unbrauchbar. Also wenn die Bäume richtig Blätter bekommen bis in den Herbst rein, dann kann man hier oben fast nichts sehen. Dominik, herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal. Ein neues Speicherstadtmitglied. Danke, danke für deine Unterstützung. Ja, auch hier, also so finde ich es ja eigentlich ganz schön, ne, wenn man durch die Bäume durchgucken kann. Das ist vom Bild eigentlich echt toll, aber im Frühjahr geht da gar nichts mehr in die Richtung. Micha, ganz lieben Dank für deine verschenkte Mitgliedschaft. Grüne Welle, jawohl. Ja, und dann ist die Glovis gleich auch leider schon durch. Nächste, die kommt, müsste eine NYK sein, aber die würde ich mal tippen, braucht locker noch eine halbe, dreiviertel Stunde, oder? Können ja gleich mal aufs AIS schauen. Herrlich. Dafür fängt es an zu regnen. Damit habe ich ja jetzt überhaupt nicht gerechnet. Was soll das denn jetzt? Was ist denn für Mist? Aber das können maximal ein paar winzige Tropfen sein, die da jetzt runterkommen. Mit viel rechne ich da eigentlich nicht. Also dann kann ich jetzt auch gerade nicht aufs AIS gucken, aber da kommt noch Beifang von rechts. Irgendwas Lüttes leuchtet da. Wer ist das denn? Ach, lassen wir erstmal hinterm Baum vorkommen. Gibt's doch nicht, dass es jetzt hier regnet. Also das muss ich mir jetzt mal auf dem Regenradar angucken, nicht dass hier gleich noch
eine böse Überraschung kommt, mit der ich überhaupt nicht gerechnet habe. Oha! Oha! Leute, Leute. Da kommt gleich was. Ach du Scheiße, da habe ich ja gar nicht mit gerechnet. Was ist das denn? Wo kommt denn der Regen her? Muss ich gleich mal gucken, was ich da mache. Tony, welcome back. Thanks for 10 bucks. Love for car carriers. Thank you. Und der Dieter ist seit einem Jahr jetzt dabei. Dieter, Dankeschön. Und Micha verschenkt noch eine, ne, hat er eben schon gemacht, ne? Egal, Micha, nochmal Dankeschön. Also ich werde jetzt auf jeden Fall mal schnell zum Auto gehen. Das Gute ist, dass das hier nicht weit weg steht. Und zumindest mal einen Schirm und ein bisschen Notfallausrüstung holen. Das muss ich jetzt mal tun. Bin gleich wieder da. Okay, da sind wir wieder. Also, dann gucken wir mal, was wir hier so vorbereiten müssen für den Notfall. Das Gute ist, dass ich mittlerweile das Laptop nicht mehr zum Streamen brauche und das einfach zuklappen kann. Das ist definitiv ein Vorteil. Und die anderen Geräte können eigentlich einiges an Wasser ab. Also Kameras können das ganz gut ab bis zu einem gewissen Grad. Ja, hier der Bildmischer, der muss ein bisschen geschützt werden. Aber schauen wir mal. Gucken wir mal, was da so kommt. Tut sich denn hier was an der MSC? Wenn wir da mal gucken, können wir wenigstens mit Laden löschen die Zeit überbrücken.
Da wird der Kran gerade versetzt. Man hört überhaupt nichts. Normalerweise gibt es ja immer dieses typische Geräusch. Na, sind die fertig oder wollen die vorne an die erste Reihe Container? Sieht so aus, oder? Ich kann das immer so schwer schätzen, wenn man da schräg drauf schaut. Stefan Heimers grüßt aus Wedel und müsste eigentlich die NYK eben vor seiner Nase gehabt haben. Malte ist da. Moin Malte, mein Lieber. Ach, da ist eine Luke offen. Da ist noch eine Luke offen. Oh, Malte schreibt, seine Frau ist in Hamburg beim Musical MJ. Das möchte ich ja auch noch gucken. Da habe ich richtig Bock drauf. Ach, guck mal, da laufen auch welche rum. Ich komme leider nicht so nah ran mit dem Objektiv, beziehungsweise wenn ich jetzt zoome, dann wird es, glaube ich, ein bisschen matschig. Heben die da den Lukendeckel an? Ja, guck mal, da kommt ein Lukendeckel. Vor ein paar Tagen noch drüber gesprochen. Ja, yeah, Andi schreibt auch, nah genug, man erkennt was. Ja, ihr habt größere Monitore. Ich vergesse das immer. Ihr erkennt natürlich viel besser die Details. Das heißt, ich muss ja teilweise gar nicht so extrem nah ranzoomen. Das wäre ja eher für mich. Sebastian Kolze meldet auf Twitch die NYK Virgo Höhe Nessand. Sebastian, ich brauche dann noch als Parameter die aktuelle Geschwindigkeit und die Entfernung, bis sie hier vor der Kamera steht. Und dann bitte die Berechnung, wie viele Minuten sie noch braucht, bis sie vor der Kamera erscheint. Dankeschön. Maltes Frau ist jetzt auf dem Kiez. Dann hat sie ein schönes 5-Sterne-Hotel. Ja. Und Malte guckt Hamburg Hafen live. FV fragt, ob so ein Schiff schon mal irgendwo einen Lukendeckel hat liegen lassen. Also, ich sag mal, ich will heutzutage nichts ausschließen, aber das halte ich schon für äußerst unwahrscheinlich, dass ein Lukendeckel vergessen wird. Aber es gibt ja die absurdesten Dinge. Mirko, ich muss einfach mal gucken, was regentechnisch hier ankommt. Also ich habe gerade mal den Schirm und hier mein Regencape aus dem Auto geholt. Muss ich schauen, was sich da entwickelt. Bis zu einem gewissen Grad bin ich ja leidensfähig, aber irgendwann wird es dann ungemütlich und vor allem ist es dann irgendwann halt auch doof fürs Equipment.
Danke an den Waschbären. 5 Euro Superchat. Schön, dass du dabei bist. Malte fragt, ob ich mal wieder eine Frachtschiffreise geplant habe. Ja, ich plane die ganze Zeit, aber das klappt immer alles nicht so, wie ich das gerne hätte. Wer von unseren Mods ist denn bitte das Lifestyle-Genie und hat sich umbenannt? Hallo? Wer bist du? Lifestyle-Genie, wer ist denn das von unseren Mods? Gib dich zu erkennen. Jetzt geht das große Rätselraten los. Wer ist das? Tanja vermutet, es wäre Gary. Oder ist es vielleicht Dominik, der Schiffsfahrer? Jetzt wird es ganz ruhig. Alle fürchten einen Eindringling. Vielleicht hat sich ja jemand reingeschlichen und Modrechte bekommen. Ja, neues Quizformat. Wer ist der Mod? Ach, Gary ist es. Gary. Mensch. Versetz mich doch nicht so in Angst und Schrecken. Mike ist da. Schickt 2,49 mit Grüßen von Hansi. Ganz lieben Dank. So, jetzt holen sie da aus der Luke die Container raus. Nordwind Beats schreibt: Moin, ich bin heute zum ersten Mal hier und freue mich auf viele schöne Stunden. Ja, schön, dass du an Bord bist. Ganz, ganz lieben Dank. Guck mal, Sebastian Kolze, ne? Der macht es auch besonders kompliziert. Er schreibt, die NYK Virgo ist noch 9,6 Kilometer entfernt und 11,7 Knoten schnell. Sebastian Kolze, kannst du nicht die Entfernung auch in nautischen Meilen angeben? So wie sich das gehört. Also es kann sein, dass ich gleich die zweite Kamera abbaue und hier so ein bisschen mit unter den Regenschutz packe. Aber ich denke, mit einer kommen wir ja notfalls auch klar. Moin.
5,2 nautische Meilen, ja, damit können wir doch rechnen. Ursi, nein, das hier ist noch nichts von den neuen Kranen. Die stehen viel weiter hinten drin und sind auch noch nicht im Betrieb. Ja. Einfacher Dreisatz und das Ergebnis lautet, sie ist da, wenn sie im Bild ist. Ja, guck mal da hinten am Eurogate, was da an Van Carriern auf einem Haufen steht. Malte, ich kann dir das gar nicht sagen, welche Route auf einem Frachtschiff mein Favorit wäre. Ich glaube, das hat alles was. Ich glaube, ich würde jetzt etwas favorisieren, was nicht ganz so viele Seetage hat. Ja, die zweite Kamera ist leider, steht die so ein bisschen doof. Gucken, ob ich die hier irgendwie mit ran kriege. Oh, ich hätte natürlich auch mal umschalten können, das Bild. Sorry, Leute. So, jetzt habe ich die ein bisschen näher ran. Dann ist sie etwas mit unterm Schirm. Ja, Dirk schreibt, in jedem Stream sind immer so viele Zuschauer und bedanken sich für die tollen Bilder, aber warum sind so wenig Daumen hoch? Dirk, das ist einfach so. Das ist einfach so und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich bin auch nicht derjenige, der immer sofort, wenn er in den Stream reingeht, als allererstes einen Daumen hoch drückt. Ich vergesse das auch immer und von daher ist das auch okay und deshalb erwähne ich das auch nicht in jedem Stream. Das ist ganz lieb, dass du da nachfragst und es gibt auch immer einige, die darauf hinweisen, dass man dann doch gerne mal den Like-Button drücken soll, aber ich denke mir immer, den Like-Button soll man dann drücken, wenn man da gerade Bock drauf hat, wenn es einem gefällt, genauso wie man einen Kanal dann abonnieren soll, wenn er einem gefällt und nicht, weil irgendjemand das schreibt oder irgendjemand einen dazu auffordert. Und das ist halt so. Also die Quote derer, die drücken und die zuschauen, ist halt immer verhältnismäßig gering. Letztendlich sind aber auch die Zuschauerzahlen das, was ausschlaggebend ist. Also jeder, der eingeschaltet hat, das ist halt wichtig, finde ich.
Und was für mich halt auch immer wichtig ist, das könnt ihr natürlich nicht sehen, ist die Zeit, die die Leute dran geblieben sind, also die durchschnittliche Wiedergabezeit. Und die liegt relativ hoch bei uns auf dem Kanal. Schwankt so ein bisschen je nach Stream, aber also wir haben Streams, also im Normalfall sind die Zuschauer so im Schnitt 25 Minuten dabei. Wir haben aber auch einige Streams, wo die Zuschauer im Durchschnitt, und das ist echt krass, eine Stunde dabei sind. Das ist echt krass. Also da auf jeden Fall ein Dankeschön. Jetzt kommt auf jeden Fall erstmal von links gleich ein Schlepper. Ein bisschen Abwechslung hier. Die NYK ist in Blankenese vorbei, meldet Familie Iversen. Danke, ihr Lieben. Tom Dier meldet auch 95 und Michel im Kühlbrand. Wer kommt denn hier von links? Ihr müsst mir ein bisschen helfen. Ich bin nicht nur zu faul, ich habe hier auch alles abgedeckt. Also Wesselfinder ist jetzt mal gerade bei mir nicht, aber ich glaube, ihr habt da eh Spaß dran, wenn ihr einfach nachguckt. Ich euch das nicht alles vorbete. Auf jeden Fall kommt da gleich ein Schleppi ins Bild gefahren. Versprochen. Oh, Malte muss Bilder vom Pole Dance bearbeiten. Ja, auch nicht schlecht. VB Spirit ist es. Danke dir. Jetzt müsstet ihr auch so langsam die Regentropfen auf dem Schirm hören. Na, ob die sich schon langsam aufmacht zur Ever Art? Die oder der Schlepper, der VW Spirit. Ja, kann auch sein, dass die für die NYK ist und die warten ja ganz gerne hier vorne. Also, dass die sich jetzt gleich da vorne an die Kaimauer legen und da dann einfach warten. Das kann natürlich gut sein, dass die auf die NYK wartet. NYK geht in Kühlbrand, ist das richtig? Seba hat noch eine schöne Sperrgutladung entdeckt. Da gehen wir gleich mal drauf auf die MSC. Gucken mal, was die geladen haben. Ja, da sieht man wieder, dass ihr einfach auf euren Monitoren teilweise viel mehr Details erkennen könnt. Was haben wir denn da? Irgendwas Rundes. Weiß jemand von euch, was das ganz genau ist? Also diese offenen Container, die nennen sich auf jeden Fall Flat Racks. Das sind im Prinzip so eine Art, ja, ist im Prinzip wie eine Palette in der Größe eines Containers. Meistens mit einer seitlichen Wand. Und da kann man dann die Dinger direkt drauf befestigen, die dann halt ein bisschen überstehen. Aber was das jetzt genau ist? Ja, Kabeltrommeln, schreibt DJ. Kabeltrommeln. Ist das jetzt einfach nur eine Kabeltrommel? Für Windräder? Ja, okay. Von mir aus. So, und das mit VW Spirit, das scheint sich auch zu bestätigen.
der legt sich da an die Wand. Aber so lange dauert das dann ja auch nicht mehr, bis die NYK kommt. Ja, regentechnisch, also das Gute ist, Laptop brauche ich nicht wirklich zum Streamen, ist mehr so für Vesselfinder und solche Geschichten könnte ich theoretisch zu Hause lassen. Ist ganz gut bei Regen, kann ich zuklappen. Die ganze Übertragungstechnik ist mittlerweile in so einem Outdoor-Koffer, wo ich nur noch ein Kabel reinstecken muss. Ist auch regenmäßig extrem gut geschützt. Kameras, iPad hält auch einiges aus. Das Einzige, was noch so ein bisschen so ein kleiner neuralgischer Punkt ist, ist hier dieser Bildmischer. Der Manu verschenkt an Olle Radde erstmal ein Sub auf Twitch. Radde, schön, dass du da bist. Ja, alle, die jetzt später eingeschaltet haben, das ist hier schon die zweite Runde. Wir haben vorhin die Aida Nova verabschiedet. Mit wirklich richtig Tamtam. Gab eine kleine Party auf dem Dach vom Cruise Gate. Sehr schöne Bilder, sehr schön beleuchtet, muss ich sagen, haben mir gut gefallen. Aber jetzt zur Flut hat sich dann noch einiges an Schiffsverkehr angekündigt. Die Ever Art geht raus, die wir vor ein paar Tagen schon rein begleitet haben. Dicker 400 Meter Frachter. Eben ist schon die Glovis Celine reingegangen, ein Roro-Schiff, ein Autotransporter. Als nächstes müsste eigentlich die NYK, oh, wie hieß sie, Virgo oder so? Irgendwas mit V. Eine NYK kommt jetzt als nächstes rein, die geht zum CTA. Die Schlepper scheinen sich hier schon zu postieren. Der eine Schlepper, der liegt da an der Kaimauer, da seht ihr die Lichter in unsere Richtung. Der zweite Schlepper kommt gleich um die Ecke. Ever Art, 20 Uhr raus. Dann haben wir noch die Istanbul Express, die möchte auch um 22:30 Uhr raus. Ja, und ich glaube, das ist so im Großen und Ganzen das, was uns erwartet. Ich stehe hier an der Elbchaussee. Seitenstraße ist Himmelsleiter, falls jemand auf Google Maps gucken möchte. Und das ist ein Standort, ja, der ein bisschen saisonbedingt ist. Ihr seht hier in der Totalen einiges an Sträuchern, die jetzt harmlos sind, aber im Frühjahr, wenn das losgeht hier, dann ja, kannst du den Standort vergessen bis in den späten Herbst rein, wenn wirklich alle Blätter weg sind. Absolut kein Sommerstandort. Lok gefragt, ob das ein Fairplay-Schlepper ist. Nee, also das war eben ein Boluda-Schlepper und da kommt aber auch noch einer. Gerade von der Seite ins Bild gefahren. Wird dann wahrscheinlich auch ein Boluda sein, weil meistens machen ja die Schlepper von einem Unternehmen die Jobs. Wobei wir es vor ein paar Tagen auch gesehen haben, dass ein Fairplay und ein Boluda zusammen an einem Job waren. Das passiert halt auch mal, wenn richtig Halligalli ist im Hafen. VB Resolut ist das. Danke für die Info. Das Gute ist, dass es nicht windig ist, weil Regen und Wind, das wird dann immer gleich unangenehm. Blood Shadow.
Ganz lieben Dank für dein verschenktes Sub auf Twitch. Ja, Rade, die Himmelsleiter hier. Wenn man da zu schnell rauf und runter läuft, dann kann man schon mal außer Atem kommen. Aber ist halt sehr schön, weil hier oben an der Elbstraße, hier kommst du eigentlich relativ gut hin. Und wenn du dann Himmelsleiter runtergehst oder ein kleines Stückchen weiter, da ist man dann bei der Strandperle. Also da ist man ruckzuck am Elbstrand. Das ist schon echt ganz cool hier. Ich würde mich auch echt unheimlich gerne unten ans Ende von der Himmelsleiter stellen. Aber erstens musst du da wirklich alles runterschleppen und raufschleppen. Da hast du auch keine Chance irgendwie mit einer Karre oder mit einem Wagen. Das geht gar nicht. Und dann stehst du halt auf dem Sand. Und ganz ehrlich, auf dem Sand stehen ist auch Mist. Ansonsten wäre das, also müsst ihr euch vorstellen, eigentlich die gleiche Position, nur unten. Aber da haben wir als Alternative dann ja den Standpunkt Alter Schwede. Der ist halt so ein bisschen weiter rechts. Von hier aus gesehen. Ja, bei MSC wird munter weitergeladen und gelöscht. Heike, ein herzliches Willkommen bei uns auf dem Kanal, ein neues Reeperbahn-Mitglied. Und ich glaube, wir hatten heute noch gar nicht unseren Schleppi. Ja, Hetzer, wird alles dreckig. Ich habe das einmal gemacht, das ist schon wirklich cool, da unten zu stehen. Das ist von der Perspektive, wenn hier ein Schiff gedreht wird, ist das schon richtig geil. Das muss man sagen. Aber das willst du nicht ständig machen. Das ist so eine Quälerei. Da bräuchtest du halt immer 2, 3 Leute, die dir tragen helfen. Und auch das Stehen auf dem Sand ist, da bräuchtest du eine Riesenplane oder Decke. Muss man nicht haben. Lamayana lässt ganz viel Liebe da mit 100 Bits auf Twitch. Herzlichen Dank. Und wir werden überfallen von 26 Raidern. Bostan 87. Herzlich willkommen an Bord, ihr Lieben. Schön, dass ihr mal vorbeischaut. Nitro Express fragt, ob die Übersicht unten nicht schlechter ist. Ja, natürlich kannst du da nicht so schön über den Hafen gucken wie hier. Ne? Das ist natürlich ganz toll. Aber du bist halt hautnah dran. Und das ist halt auch eine total atemberaubende Perspektive, wenn du quasi unten auf Wasserhöhe stehst und von da das Ganze beobachtest. Also hat immer alles irgendwie Vor- und Nachteile. Can you dreh and wenden how you want? Ja, die NYK ist jetzt gleich am Bubendal-Ufer. Dann kann das nicht mehr ganz so lange dauern. Dann würde ich jetzt schon mal die 1 nach Steuerbord drehen. Da kommt auch schon wieder ein Schlepper von Backbord. Und uiuiui, da ist ja wieder stockduster. Ja, es ist ein bisschen dunkel da vorne. Ein bisschen. Ich helfe mal etwas nach. Ich helfe ein bisschen nach. Ach, wenigstens haben wir die Tonne da unten, die ein bisschen leuchtet.
So, mal gucken, ob wir gleich die NYK da sehen. Jutta schickt 2 Euro Nachtzulage. Ganz lieben Dank, Jutta. Und herzliche Grüße. Und René der Troll ist auch nochmal mit 5 Euro Superchat dabei. Dankeschön. Und 100 Bits kommen von Wookie01. Danke auch an dich. Okay, kleinen Moment haben wir noch, bis sie auftaucht im Bild. Wir müssen ja nicht die ganze Zeit ins Dunkle gucken. Ja, hier ist jetzt richtig was los mit Schleppern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie alle zu der NYK wollen. Wahrscheinlich ist der ein oder andere schon auf dem Weg zur Ever Art. Nur meistens werden die so eine halbe Stunde, bevor es losgehen soll, gerufen. Das würde ja ungefähr passen. NYK Virgo, was haben wir denn da für Daten? Ich glaube, so 300 Meter Länge haben wir da. Ist das richtig? Ja, da sind schon 2 Schlepper, die fahren nach Waltershof rein. Die wollen zur Ever. Beziehungsweise einer fährt jetzt weg zur NYK und einer fährt hinten rein. ...336 Meter lang und 48 Meter breit. Danke für die Info. Ich glaube, es geht los. Ich glaube, ich kann auch mal den Schirm kurz wegpacken. Kommt da noch mehr Regen? Seid ihr so lieb? Obwohl, ich kann auch selber aufs Radar gleich gucken, aufs Regenradar. Aber da kommt erstmal ein Schiff. Baumeister, moin auf Twitch. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wen wir vorhin geradet haben. Waren wir beim Marienkäfer? Marienkäfer auf jeden Fall auch ein sehr cooler Kanal. Ich kriege das immer alles gar nicht mit, weil das Raiden, das machen dann ja doch die Mods. Da ist sie, die NYK. Mit einer schönen Beleuchtung auf dem Vormast. Also solange das nicht schlimmer wird mit dem Regen, ist das alles innerhalb akzeptabler Parameter. Das Schöne ist, wenn du hier diese dunklen Schiffe hast und die alle an dem Decksgang Beleuchtung haben, hast du halt hier immer diese coolen Spiegelungen auf dem Wasser. Das sieht man jetzt schon so ein bisschen. Das ist ja fast noch ein Kymo. Ja. Ja. Ah, guck mal hier mit der Beleuchtung. Leute, Leute. Ah, nein, nicht Leute, Leute. Erstmal muss der Paddy hier mit seinem Fokus üben. So. Jetzt nochmal. Leute, Leute. Guck mal. Und da. 4 Playmobil-Männchen auf der Back. Wunderschöne Beleuchtung. Vom Schlepper. Die Klüsenspülung läuft dabei. Ach,
Herrlich, Leute, das sind Bilder. Sensationell. Sind die denn schon fest? Nee, ist der Schleppdraht da schon dran? Ich sehe nicht. Ihr seht das besser. Oh, 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 die Kamera ist schief. Nein, nein. Oh, oh, oh. Sorry. Sorry, geht natürlich gar nicht. Entschuldigung. Sowas darf nicht passieren. Der Raylander lässt 500 Bits auf Twitch da und schreibt, die Bildqualität ist mal wieder überragend. Ganz, ganz lieben Dank dafür, das freut mich. Das freut den Kameranerd Paddy. Carsten verschenkt eine Mitgliedschaft auf YouTube. Carsten, auch an dich ein dickes Dankeschön. Und der Guido lässt 4 € Superchat da und wünscht sich mal wieder das Horn von Klaus D. Kommt. Ja, durch die Bäume zu fokussieren, das ist immer so ein bisschen die Herausforderung, dass er nicht auf die Äste im Vordergrund geht. Starnungs fragt, ist die Qualität bei Twitch besser als bei YouTube? Ja, das ist ehrlich gesagt so eine Sache. Also theoretisch ist die Qualität bei YouTube besser, weil ich da eine viel höhere Bitrate hinschicke. In der Praxis sieht das Bild auf Twitch manchmal besser aus, was einfach daran liegt, dass offensichtlich die Encoder bei Twitch besser sind als die bei YouTube. Also insofern kann man das so pauschal nicht sagen. Und manchmal ist das auch tagesformabhängig. Also es ist ohne Scheiß. Ich denke, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, wie viel Last auf den Servern ist. Manchmal, an manchen Tagen ist YouTube besser, an manchen Tagen ein bisschen schlechter.
DS möchte mir eine Kettensäge leihen für die Bäume. Lieber nicht. Rex möchte wissen, warum der 24/7-Stream nur für Mitglieder ist. Der ist ja nicht nur für Mitglieder, den kann ja jeder gucken. Der ist ja öffentlich und jeder kann da zuschauen. Das Einzige, was nur für Mitglieder ist, das ist der Chat. Und das ist in erster Linie eine Spam-Maßnahme, weil wir da natürlich nicht die ganze Zeit drin sind, auch nicht die Moderatoren. Und ja, wir sind gerade letztens auch wieder von ein paar Bots überfallen worden. Und bevor das da in irgendeiner Form aus dem Ruder läuft, haben wir das erstmal auf den Chat nur für Mitglieder gesetzt. Aber gucken kann ja jeder. Also ist free for all. Dann sehen wir hier, glaube ich, die Eiseldelta habt ihr eben gemeldet. Starnux, ganz lieben Dank für deine Frage, aber im Mod-Team brauchen wir aktuell keine Unterstützung. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Ja, dann müsste der nächste Kandidat die Everart sein, richtig? Ja, letztens sind wir, das war allerdings nicht auf YouTube, das war auf Twitch. Da sind in einem Stream mal eben irgendwie 2200 Bots vorbeigekommen. Freust du dich erst und denkst, boah, deine Followerzahlen explodieren. Und da hast du auf einmal 2000 Follower mehr. Aber nee, Pustekuchen. Und das ist auch nicht das erste Mal. Bei Twitch ist auch mittlerweile der Seriebot drin, um da ein bisschen zu unterstützen. Bei YouTube gibt es halt nicht so gute Mechanismen und so gute Bots, wie es die zum Beispiel auf Twitch gibt. Also auf Twitch ist das alles, auch mit der Spam-Bekämpfung und so, das ist viel, viel besser gelöst, beziehungsweise viel weiterentwickelt als auf YouTube. Da merkt man halt, dass Twitch eine Plattform ist, die wirklich zu 100% auf Livestreams ausgelegt ist. Und YouTube ist ja ursprünglich ein Videoportal und die Livestreams kamen dann irgendwann dazu. Oh, Maltes Frau ist Landschaftsgärtnerin, die möchte sich gerne hier herum kümmern. Ja, du, also mal, können wir dieses Grundstück hier nicht irgendwie so Crowdfunding-mäßig kaufen? Und ich meine, man kann doch hier auch wunderbar jetzt irgendwie so ein Spotting-Häuschen hinsetzen, oder? So ähnlich wie so ein Hochsitz. Das wäre doch geil. Dann schauen wir noch mal. Male lässt noch mal 2 € Superchat da für eine sensationelle Wasserwaage. Ja, danke schön, danke. Der Gruß geht an Rainer von Druckverlust rüber. Schiefe Kamera. Nee. Andi, der Sattelschlepper. 2 Schweizer Franken und er wünscht sich das Tigerhorn. Kommt postwendend. Danke, Andi. Ja, genau. Dieser Hochsitz, der müsste dann natürlich schön beheizt sein. Für die Mädels müsste da immer ein Stößchen sein. Idealerweise müsste man da auch pennen können. Und wichtig ist auch eine Toilette. 100 Bits kommen von Name 00815. Ganz lieben Dank dafür.
Superjack fragt, wo der 24/7-Stream sein soll auf Twitch. Der läuft nur auf YouTube. Auf Twitch habe ich keinen gemacht, weil du ja auf Twitch auf deinem Kanal nur einen Stream laufen lassen kannst. Wenn ich jetzt auf Twitch so einen 24/7-Stream laufen lassen möchte, dann müsste ich dafür einen zusätzlichen Kanal machen auf Twitch. Und ja, das war irgendwie, weiß ich nicht. Da fängst du wieder an bei 0. Das ist dann wieder ein Kanal, 0 Follower. Da musst du die Leute da alle wieder drauf lenken und es geht wieder alles von vorne los. Finde ich irgendwie nicht so schön gelöst, ne? Dass man nur einen Stream auf seinem Kanal laufen lassen kann. Andi schickt nochmal 5 Schweizer Franken und sagt, du musst eine Jagdpacht anmelden, dann kannst du dir den Ansitz bauen. Zum Schießen habe ich die Kamera. Ja, ganz genau. Ja, der Kran wird wieder versetzt. Mich wundert, dass ich überhaupt kein Geräusch höre, aber ich denke mal, das ist einfach, ja, der Wind steht einfach scheiße oder man hört das überhaupt nicht. Normalerweise müsste man das hier hören. Das ist dieses ganz charakteristische. Man hat mir gesagt, man nennt diesen Warnton auch Möwenschrei. Eigentlich gehört der dazu, wenn eine Containerbrücke gefahren wird. Aber ja, wer weiß. Entweder ich höre es wirklich nicht oder da ist was in den Dutten. Im Hintergrund sehen wir auch so ein bisschen was von der Ever Art. Ist sie doch, oder? Oder erzähle ich euch Quatsch? Wenn wir da durchgucken, durch die ganzen... Nee, die Evergreen liegt weiter hinten, oder? Da haben wir sie doch. Da, wollte ich doch sagen. Da sehen wir den Vormast, mittendurch. Das ist die Ever Art da hinten. Stimmt, vorne ist die Dublin von HMM. Jo, Remo, bei mir regnet es. Das hast du genau richtig erkannt. Ich habe da auch überhaupt nicht mit geschafft. Malte möchte wissen, wie viele Moves so ein Kran pro Stunde schafft. Gary hat uns mal die Zahl genannt. Was hat er gesagt? Ein Move so circa 1 bis 1,5 Minuten oder 1 bis 2 Minuten. Habe ich das richtig in Erinnerung? Dass ein Move so lange dauert und dann kannst du das ja ausrechnen. Wenn wir jetzt mal langsam rechnen mit 2 Minuten, dann wären wir bei 30 in der Stunde. Lutz aus W verschenkt noch eine Mitgliedschaft. Lutz, danke dir. Und Nilsi lässt auch noch mal ein bisschen was da. 2 Euro Superchat für ein Hamburg Hafen Live-Hausboot. Ja, das wäre auch was Feines. Da hast du absolut recht, Nilsi. Aber ich weiß nicht, ob du mit dem Hausboot hier auf der Norderelbe wirklich Spaß hättest.
Henrik ist dazugekommen und fragt, was noch geplant ist hier an Anläufen, Ausläufen, Abläufen, Einläufen. Also das nächste, was eigentlich rausgehen müsste, ist die Ever Art. Das ist dann auch das größte Containerschiff für heute, 400 Meter lang, 61 glaube ich breit, 61 oder 62, 24.000 Toy-Klasse. Das kommt als nächstes. Dann haben wir die Istanbul Express, die noch rausgeht. Hatten wir noch einen? Irgendwer schreibt es bestimmt gleich. FV schreibt, vielleicht ist der Warnton bei den Containerbrücken aber an einer gewissen Uhrzeit auch leiser. Nee, das glaube ich nicht, weil das ist halt so essentiell. Ich gehe davon aus, dass der zum einen abgeschirmt wird und zum anderen vielleicht der Wind halt einfach ein bisschen doof steht. Vielleicht wird das auch übertönt hier von den Geräuschen hier auf der Straße. Weil ich höre kaum Geräusche vom Terminal da unten. Also nichts, was ich jetzt irgendwie großartig zuordnen kann. Das ist zum Beispiel, wenn wir auf Deck 7 sind und zum Tollerort rüber filmen, ist das ganz anders. Da sind wir zwar einen kleinen Tacken näher dran, aber da sind deutlich mehr Geräusche, die man hört. Tony Roberts with a gifted membership again. Tony, thank you. And greetings to Washougal in Washington. Am Colorado River. Genau, die Santa Catarina haben wir auch noch. Das ist ein ehemaliges Hamburg-Südschiff. Weiß jemand von euch, ob die noch rot ist? Also es gibt, glaube ich, noch ein oder zwei rote ehemalige Hamburg-Südschiffe. Und ich meine nämlich bei der Santa Catarina auf Wesselfinder, da hatte ich nämlich Fotos gesehen und da war sie überall noch rot. Nicht, dass man das sehen würde bei den Lichtverhältnissen, ob die rot ist oder eine andere Farbe hat. Mr. AMG hat eine Frage und möchte wissen, ob das Löschen der Schiffe irgendwann auch von Roboterkränen vorgenommen werden kann oder ob das zu komplex ist. Also am CTA werden ja jetzt die ersten Containerbrücken installiert, die ferngesteuert betrieben werden. Also da sitzt dann oben in der Kanzel niemand mehr drin, sondern da gibt es einen Führerstand. Ja, Führerstand kann man, glaube ich, so sagen. Der ist irgendwo in einem anderen Gebäude und von da aus werden diese Kräne oder Krane dann bedient. Dass das komplett vollautomatisch ist. Ich will das nicht ausschließen, aber ich glaube einfach mal, dass das ist doch sehr komplex.
Michael, ganz lieben Dank für deine 2,49 für die beste Samstagabend-Unterhaltung. Dankeschön. Ja, Guido, ist klar. Solange hier nichts los ist, soll ich ein Lied singen. Guido, du weißt gar nicht, was du dir und den anderen Zuschauern damit antun würdest. Also fürs Singen sind die Mädels da. Das kann ich euch schon mal sagen. Das wird mit mir nix. Nein, nein, auch wenn ihr noch so viel bettelt. Ein ganz klares Nein. Mit allem. Wir warten jetzt gemeinsam auf die Ever Art. Die geht gleich raus und gucken in der Zeit, wie hier Blechboxen gestapelt werden. Nilsi, 2 Euro für einen Hamburg Hafen Live Shanty Chor. Shanty ist echt cool, oder? Man muss auch mal Nein sagen können, vor allem zu dem Wunsch, dass ich singe. Und nein, Stefan, es nutzt auch nichts, dass du mir schon die Textzeilen hier in den Mund legst. Wenn ihr nichts zu tun habt, guckt doch alle mal ein bisschen auf den Wesselfinder. Helft mir und sagt, wenn das losgeht da. H8 hat eine interessante Frage. Da kann ich doch was mit anfangen. Wie groß ist denn die Ever Art? Ever Art gehört mit zu den größten Containerschiffen der Welt. Also die hat 400 Meter Länge, ich glaube knapp 62 Meter Breite und um die 24.000 Standardcontainer kann sie maximal transportieren. Komm, aber ihr zugucken, wie Container gestapelt werden, das mögt ihr doch auch gerne. Kennt euch doch. Ihr seid doch alle hier, weil ihr früher gerne Tetris gespielt habt. Also das größte Containerschiff ist meines Wissens nach die MSC Michel Capellini. Gibt es noch die MSC Irina, ist glaube ich baugleich. Ob die noch mehr Schwesterschiffe haben, das weiß ich gar nicht. Und das sind zumindest von der Transportkapazität her die größten Containerschiffe der Welt.
Ich hatte auch mal so ein Schiffe-Ranking. Ich muss mal gucken, ob das noch funktioniert, ja. Das ist allerdings vom letzten Jahr. Ich weiß gar nicht, ob das noch aktuell ist. Also das dürft ihr gerne mal, wenn ihr Lust habt, überprüfen. Mit dem Ranking der größten Containerschiffe der Welt. Wobei man immer beachten muss, dass in jeder Schiffsklasse oder Schiffsgröße, die da aufgelistet ist, es dann natürlich auch immer noch Schwesterschiffe gibt. Also das eine größte Containerschiff der Welt gibt es demnach nicht. Es hat dann immer noch baugleiche. Jörg sagt, die haben 6 von der Größe. Ah, okay. Und Superjack fragt, ob die MSC Preziosa heute ankommt. Kann das sein? Nee, MSC Preziosa würde ich jetzt mal morgen früh um 5 erwarten, oder? Normalerweise kommen die immer sonntags morgens so gegen 5. Zwischen 5 und 6. Nein, nein, Ditasch, wenn die Preziosa jetzt auf Höhe Langeoog ist, warte ich auf die nicht. Nee, 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 nee. Waschbär möchte wissen, ob für die unterschiedlichen Containergrößen die Aufnahmen gewechselt werden. Diese Greifer nennen sich Spreader, die unten dran hängen. Und die lassen sich einfach in der Breite verstellen. Also die kann man auseinanderfahren und wieder zusammen. Und dann passen sie halt für die 20 und für die 40 Fuß Container. Und auch halt sogar für die größeren. Es gibt ja auch noch welche mit Überlänge. Es gibt ja auch 45 Fuß Container. Ja, zur Fischmarktzeit. Ja, und außen sieht man, jetzt hat man es gerade gesehen, da gibt es noch diese Führungsecken, die halt dazu da sind, dass der Spreader besser den Container packt. Die Dinger nennen sich Flipper. Jörg hat es mal rausgesucht. Das ist die MSC Irina, MSC Loreto, die Michelle Cabellini, die Mariella, MSC Türkei und MSC Mikol. Und die sind alle baugleich und zusammen die größten Containerschiffe der Welt. Der Fletenkieker meint, nee, für 45 Zoll passen die nicht. Ach, die 45 Zoll Container, die haben, glaube ich, dann nochmal die Aufnahmen auf der Breite von 40 Fuß Containern, oder? Weil die müssen ja oben drauf. Die haben dann außen quasi nochmal an der Stelle, wo der 40 Fuß Container passen würde, da haben die dann, glaube ich, diese ISO-Aufnahmen für die Twistlocks. Henrik, ich kann dir das nicht sagen, ob die Containerschiffe noch größer werden in Richtung 450 Meter. Das ist auch alles nur Kaffeesatzleserei, aber
Mein Gefühl ist, dass die eigentlich größenmäßig, also ich habe so das Gefühl, dass die Reedereien irgendwie gar keine Ambitionen haben, die Schiffe größer zu machen. Ich habe eher das Gefühl, dass die teilweise wieder ein bisschen auf kleinere Schiffe setzen. Wobei kleiner in Anführungszeichen auch dann so in dieser Kategorie 15 bis 17.000 Container. Ihr meldet, dass die Ever Art sich bewegen würde. Ich kann ja mal drauf gehen und wo ist sie denn? Ja, die bewegt sich. Aber volles Rohr da hinten. Da sehen wir sie doch. Leute, die ist voll in Fahrt. Die haben richtig den Hebel auf den Tisch gelegt. Seht ihr es im Hintergrund? Ja, ne? Sieht man, glaube ich, ganz gut. Ja, Leute, da kommt gleich noch mal ein richtig dicker Brocken raus. Wer das noch nicht gesehen hat, alle, die schon länger dabei sind, kennen natürlich die großen Schiffe, vor allem die Evergreen, sind doch verhältnismäßig häufig hier in Hamburg. Oh, die Honey kommt da noch raus. Tatsächlich. Danke für den Tipp. Schönes Schiff, die Honey. Ja, es gab Zeiten, da wäre so ein Schiff wie die Honey das größte Containerschiff der Welt gewesen. Freddy, richtig, das habe ich auch gelesen jetzt letzte Woche. Er schreibt, er hat gelesen, dass jetzt nukleare Containerschiffe entwickelt werden sollen. Die Meldung habe ich auch gelesen, ich glaube sogar auf Golem. Da gibt es Bemühungen. Auch das, ja, auch da wird es natürlich Einschränkungen geben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Hafen wie Hamburg es zulassen wird, dass hier atombetriebene oder nuklearbetriebene Containerschiffe anlaufen. Aber es ist eine Option. Warum nicht? Es gibt ja auch einige atombetriebene Schiffe. Im Militärbereich kennt man das. Also ich glaube, da ist einige Flugzeugträger, dann U-Boote, aber zum Beispiel auch Eisbrecher. Ich glaube, einige von den großen Eisbrechern sind auch teilweise atombetrieben.
Auch H8 System. So klein ist das Schiff gar nicht, die Hani. Wenn du da erstmal drauf bist, dann wirst du merken, dass das auch ein ausgewachsenes Schiff ist. Aber lässt sich auch gut manövrieren, die Hani, oder? Ich finde, der fährt hier ganz geschmeidig die Kurve. Ich glaube, die Everard sehe ich noch nicht. Aber wir bleiben auf der Hani. Martin, ganz lieben Dank für dein Lob. Das ist die Dublin im Hintergrund und ach guck mal, da, wenn ich das richtig sehe, schiebt sich da gerade das Heck. Das ist doch das Heck von der Everard, was sich da gerade auf der linken Seite im Hintergrund durchschiebt. Dann kann das nicht mehr so lange dauern, bis die Everard da rauskommt. HMM Dublin, ebenfalls 400 Meter. Irgendwo da kommt sie dann wohl raus. Ah, ich mag sowas ja. Tom schreibt, was gibt es Schöneres am Samstagabend? Ja, du Tom, ich bin da ganz bei dir. Samstagsabends Schiffe gucken. Und ich sage euch, noch schöner, als sich das Ganze zu Hause am Bildschirm anzugucken, ist live vor Ort zu sein. Nordwind Beats. Die Geschichte, die habe ich schon oft erzählt, wie meine Liebe oder Leidenschaft zur Seefahrt begonnen hat. Die Story habe ich schon oft erzählt, mache ich irgendwann noch mal. Hat alles angefangen
weil ich die Chance hatte, auf Containerschiffen Fotoreportagen zu fotografieren. So ging das los, 2012 oder 2013, und da bin ich irgendwie hängen geblieben. Das ist jetzt mal so die schnelle Kurzform. Irgendwann erzähle ich noch mal die ganze Geschichte. Ja, da kommt sie. Die Ever Art. Nee, der Hamburger Hafen hat nie Feierabend. Es gibt nur ein paar Tage im Jahr, wo nicht gearbeitet wird, wo es nur so eine Notbereitschaft gibt. Aber ansonsten rund um die Uhr. Und es richtet sich halt viel nach Gezeiten. Also dass wir jetzt um die Uhrzeit hier plötzlich einiges an Schiffsverkehr haben, liegt halt auch ein bisschen daran, dass jetzt gerade Flut sein müsste. Here it comes. MiG89. Herzlichen Dank für 5 Monate auf Twitch. Danke für deinen Sub. Und auf YouTube haben wir auch ein neues Mitglied. Es ist der Stöpselschmiedi. Schöner Name. Schöner Name, Stöpselschmiedi. Und wer es nicht gesehen hat von euch, vor ein paar Tagen hatte ich diesen Stream, der vormittags losging, den habe ich irgendwie Rush Hour genannt. Da hatten wir, glaube ich, 6 große Containerschiffe kurz hintereinander. Da war richtig Attacke auf der Elbe und da war die Ever Art auch dabei. Also da könnt ihr gerne noch mal gucken, das war alles bei Tageslicht. War meiner Meinung nach ein sehr, sehr schöner Stream. Dienstag war das, schreibt Stefan. Bei den Streams verliere ich manchmal das Zeitgefühl. Oh, auf Twitch auch eine beliebte Frage, wie werden die Container gesichert? Verschiedene Möglichkeiten. Unter Deck sind die in Führungsschienen, sogenannte Cell Guides. Da werden die einfach nur übereinander gestellt, nicht weiter befestigt. Und oben an Deck, da werden die Container untereinander an jeder Ecke mit einem sogenannten Twistlock befestigt. Das ist so eine Art Schnappverschluss. Und zusätzlich gibt es dann noch sogenannte Laststangen. Und diese Laststangen, die müssten wir eigentlich, oder die seht ihr, wenn ihr genau hinguckt, jetzt hier die vordere Containerreihe. Vor den Containern, da ist so ein Gerüst aufgebaut. Das ist die sogenannte Lastbrücke. Und von dieser Lastbrücke aus seht ihr, dass an den Containern so X-förmige, über Kreuz gespannte Stahlstangen gehen. Und das sind diese sogenannten Laststangen. Und damit werden dann die unteren Lagen der Container zusätzlich nochmal abgespannt.
Danke für 2 Monate. Danke für deinen Prime Sub auf Twitch an Gatsby75. Und gleich hinterher Monsi12 lässt auch erneut ein Sub da. Ich danke dir vielmals, dass du schon 4 Monate dabei bist. Aber findet ihr nicht auch, dass das irgendwie was Majestätisches hat? Diese riesen Dinger und dann gleiten die so durchs Wasser. Gerade wenn halt das Wasser sehr glatt ist und da kaum irgendwie Welle aufgewirbelt wird. Ich finde, das hat echt was Majestätisches. Tony starts to learn some German words. Sehr beeindruckend. Well done, Tony. Ja, auch immer wieder der Hinweis, viele wundert es, dass so ein Koloss überhaupt schwimmen kann. Leute, ich sage euch, ich kann auch schwimmen. Also von daher. Danke für 6 Monate Prime Sub. Ergoline 69. Schön, dass du schon so lange dabei bist. Guck mal, wie duster es auf der Brücke ist. Also wir haben hier die Beleuchtung am Vormast und dann war es das weitestgehend schon. Dahinter das ganze Schiff duster. Wobei hinten, da ist noch einiges an Beleuchtung an. Seht ihr, die haben Beleuchtung an den Lastbrücken. Die hinteren, keine Ahnung, ob sie die vergessen haben oder ob da noch irgendwas gemacht wird, dass die noch an sind. Ja, und der Schlepper, der scheint schon loszumachen. Der geht jetzt ganz nah ran. Und das sieht so aus, als ob der schon fertig ist mit seinem Job. Sieht man aber auch ganz häufig, dass die wirklich, der vordere Schlepper, dass der wirklich die Schiffe nur gerade mal eben so auf die Elbe begleitet. Und wenn dann nicht irgendwie großartig Wind ist, dann machen die eigentlich relativ schnell los. Danke für 5 Monate, Steffi auf Kreuzfahrt. Und sie schickt Grüße aus Jever. Herzlichen Dank, Steffi. Danke auch an Budden388. 3 Monate auf Twitch schon dabei. Dankeschön.
Kamera ist schon wieder schief. Ich flippe aus. Bin ich denn eigentlich zu doof, die einzustellen? Ja, ihr seht hier an der Seite, wirklich düster. Da ist noch ein bisschen Licht an der Lotsenpforte. Da steht auch jemand. Dauert nicht lange, dann ist Lotsenwechsel. Wobei bei den 400-Meter-Schiffen, da ist meistens nicht nur der Hafenlotse, sondern auch schon der See- oder quasi der Elblotse von Anfang an mit an Bord, sodass meistens gar kein Wechsel vorgenommen wird, sondern dass nur der Hafenlotse von Bord geht. Andi, die Brücke ist immer dunkel. Lässt sich einfach besser gucken bei Dunkelheit. Landkärtchen, ich habe einen Schirm, ich habe aber auch quasi so ein Cape für mein Equipment, was ich hier über das Stativ machen kann. Habe ich mir mal vom Schneider anfertigen lassen. Ja, und da verschwindet sie in der Nacht. Und da sehen wir auch, dass das Lotsenboot kommt. Leider gleich schon hinter den Büschen. Moment, ich muss mal kurz hier neu fokussieren. So. Ja, okay, das ist jetzt eh vorbei, denn der ist weg. Da sehen wir leider nichts mehr von. Wo geht's hin? Nach Rotterdam. Danke für die Info. Also für Fotos finde ich hier oben phänomenal der Standort. Also gerade wenn ihr, sag ich mal, so ein großes Containerschiff mit dem Hafen im Hintergrund fotografieren wollt, wenn ihr mal in Hamburg seid, hier ganz weit vorne der Standort.
Ja, warum die hinten so viel Beleuchtung anhaben, kann ich euch nicht sagen. Das ist untypisch. Meistens ist hier schon aus. Das ist eher im Hafen, damit die da zum Arbeiten Licht haben. Kann sein, dass die da natürlich noch irgendwas machen. Also dass da die Crew irgendwo zugange ist. Kann auch sein, dass das irgendwie mit der Beleuchtung hinten auf der Manöverstation zusammenhängt. Ich weiß es nicht. Ja, und dann hätten wir gleich die Istanbul Express, die noch rausgehen soll. Gucken wir doch mal, was die MSC hier treibt. Was anderes haben wir eh nicht. Sarox, nee, Singapur ist nicht der größte Hafen der Welt. Singapur gehört aber, glaube ich, zu den Top 3. Soweit ich weiß, ist der größte Hafen der Welt Yangshan, der Tiefseehafen, der quasi zu Shanghai gehört. Ist aber von Shanghai auch irgendwie 100 oder 120 Kilometer entfernt. Korrigiert mich gerne, wenn ich da Blödsinn erzähle. So. Muss mal gerade gucken, habe hier gerade so eine kleine Akkugeschichte am Laufen. Im Sinne von, muss mal gerade was umstöpseln. Ah ja. Weiter geht's. Weiter geht's. Ach, da kommt ja noch was raus. Wasserburg ist auch da. Liebe Grüße und Dankeschön, Anja.
Oh. Ja, was sagt ihr? Tut sich denn bei der Istanbul Express schon was? Ach, da ist die NYK gerade im Weg. NYK und Honey sind im Köhlbrand hinten am CTA. Und deshalb kann die Istanbul da nicht raus. Ich soll auf den Wesselfinder gucken, sieht lustig aus. Okay, ich guck mal. Was haben wir denn da? Da haben wir es. Ja. Naja, aber damit die NYK da irgendwo hin kann, muss ja die Istanbul weg, oder? Also die NYK kann da ja definitiv nicht anlegen. Also das heißt, sie müssen ja jetzt die Istanbul Express quasi da rausholen, damit dann die NYK dahin kann. Ja. Das wäre jetzt auch interessant, direkt hinten am CTA zu beobachten. CTA, da kann man auch sehr schön gucken. Aber das Doofe ist, dass da halt sonst nichts los ist. Wenn man nicht das Glück hat, dass da wirklich mal ein bisschen Action ist, dann hast du da null Durchgangsverkehr. Andrea, liebe Grüße zurück nach Bayern und danke für das Lob. An der Zisnis tut sich was, okay. Oh, Nordwind Beats, hast du Chicago Express bestellt, das Magazin? Ja, ich glaube, die Fotos werden dir gefallen. Ich glaube, die werden dir gefallen. Der Nordlicht, ganz lieben Dank. Schickt nochmal 11,99. Ja, und Moritz stellt eine berechtigte und gute Frage, wie lange ich noch hier bin. Also, ja. Weiß ich gar nicht. Aber irgendwann muss ich auch mal Schluss machen. Wir sind ja schon seit 17 Uhr dabei mit dem ersten Teil.
Eigentlich wollte ich die Istanbul Express ja gerne noch mitnehmen. Also ich denke, dass die da jetzt erstmal die Honey irgendwie aus dem Weg schaffen müssen. Honey, ja, keine Ahnung, ob sie die vielleicht auch noch weiter hinten reinlassen. Und dann muss da ja definitiv irgendwie die Istanbul Express raus. Wir werden sehen. Moritz, ja klar, ganz lieben Dank. Natürlich feiern wir das mit einem Horn. Er schreibt, finde deine Livestreams immer top, ich feiere sie jedes Mal. Paddy, bitte feier mich bzw. uns mit einem Horn. Das machen wir. Tony, thanks for being on board today and have a nice day. And he's going to photograph a car carrier in the port of Portland. Good luck, Tony. Ein bisschen Blaulicht, Lichteffekte. Istanbul Express ist in Bewegung, legt da jetzt ab. Ich will mal gerade was ausprobieren. Ich nehme mal einen anderen Wessel-Tracker. Es gibt nämlich einen, der... Ach scheiße, der hat Werbung. Gott, das nervt mich ja jetzt schon. Gut, da habe ich keinen Pro-Account. Ich will aber mal kurz was gucken. Das ist nämlich MyShipTracking und MyShipTracking hat, glaube ich, eine höhere Aktualisierungsrate. Also ich glaube, das kann man einfach so einblenden und dann kann man teilweise zugucken, wie die Schiffe sich bewegen. Der Paddy sagte es und kein Schiff bewegte sich. Okay, nice try. Ich meine, die hatten irgendwie eine höhere Aktualisierungsrate. Kann natürlich auch sein, dass da gerade wirklich keine Bewegung drin ist. Dass die da jetzt so auf engem Raum am Manövrieren sind, dass man das gerade nicht wirklich wahrnimmt.
Andi meldet, Istanbul macht Fahrt. Andi, ganz lieben Dank für 2 Schweizer Franken. Oha, was ist jetzt denn los? Oh nein, Achtung. Oh, ich habe ein Kabel vergessen. Die eine Kamera hat gleich keinen Akku mehr. Ach. Aber wir haben ja einen Ersatzakku. Vergessen, das Ding an Dauerstrom zu packen. So, und ihr sagt, jetzt sieht man auch die Bewegung auf MyShip Tracking. Ja, dann kann ich ja noch mal rüber gehen. Ja, obwohl, ich zeige es euch jetzt noch einmal hier auf dem Wesselfinder. Also da geht es jetzt los, Istanbul Express raus und dann kommt gleich die NYK, legt da dann an und dann kommt die Istanbul Express hier rüber. Ja, wenn man ein Kabel vergisst. Jetzt muss ich mal gerade gucken, was die ganzen Akkus hier alle so treiben. Okay, da ist noch genug. Also das Problem ist nicht, genug Akku zu haben. Das Problem ist, alles richtig angeschlossen zu haben, dass alles versorgt wird. Ja, also ihr Lieben, Istanbul Express nehmen wir mit und ich glaube, dann muss ich aber langsam Schluss machen. Ob ich schon mal in einem Musical war? Ja, klar. Ist aber auch schon eine Weile her. War schon in einigen Musicals. Nee, das Seenotrettungsboot haben wir noch nicht fertig gebaut. Eigentlich wollten wir das dieses Wochenende machen, aber jetzt hat es Ben so ein bisschen erwischt und der war nicht ganz so fit. Also jetzt nicht so dramatisch, aber halt auch nicht fit genug, dass er da irgendwie 2-3 Stunden mit mir das Boot weiterbaut und wir dann auch noch versuchen, irgendwie lustig zu sein. Deshalb mussten wir das noch mal ein bisschen verschieben. Andreas meint, ich muss sagen, welches Kabel, das wird dir jemand bringen. Nee, ich habe das Kabel ja dabei, Andreas. Ich habe es nur vergessen anzustecken. Das ist das Problem. Das Kabel von externen Akku an die Kamera. Das ist ein ganz normales USB-Kabel.
Hätte ich nur reinstecken müssen. Also hat er jetzt die ganze Zeit den Kameraakku leer gelutscht. Wobei ich ja schon, ehrlich gesagt, auch positiv überrascht bin, wie lange der gehalten hat ohne zusätzliche Stromversorgung. Andi meldet auch, dass die Manta Hedis vorher noch kommt. Ist das Ding, wo Fairplay 95 und Michel dran sind? Tobi möchte wissen, ob DHL auch Schifffahrtscontainer hat oder ob DHL sich eher in der Luftfahrt zu Hause fühlt. Ich habe noch nie einen DHL-Container gesehen. Also zumindest keinen Seekontainer. Von daher würde ich jetzt mal behaupten, dass sie keine eigenen Container haben. Oder die sind nicht mit DHL gelabelt. Aber ich denke, das ist auch nicht das Business von DHL. Also gerade halt diesen Versand über den Seeweg, das übernehmen dann doch, glaube ich, andere Unternehmen. Irgendwie ist das nicht so ganz das... Ja, ich glaube einfach, das ist nicht das Business von DHL, diese Seefracht. Es kommt kein 400-Meter-Schiff mehr, das ist schon raus, die Ever Art. Wir warten jetzt noch auf die Manta Hedis und auf die Istanbul Express. Lotsenbarkasse hat auch viel Zeit. Vielleicht warten die schon auf die Istanbul Express und dümpeln da jetzt einfach so rum.
steht denn da eigentlich oben auf dem Container drauf? Könnt ihr das erkennen? Ist das irgendein Fahrzeug auseinandergebaut oder? Das sieht doch auf der einen Seite so aus, als wenn es ein LKW wäre, oder? Also ich kann das überhaupt nicht erkennen, was das sein soll. Auf der linken Seite sieht das aus wie ein LKW-Führerhaus. Eine Teermaschine. Ach, Chat, wenn ich euch nicht hätte. Wenn ich euch nicht hätte. Ja, der LKW ist dahinter, genau, das täuscht. Das sind nämlich quasi zwei. Das sind zwei von diesen Paletten, von diesen Flat-Tracks. Richtig. Optimus Prime, jawohl. Genau, Optimus Prime. Tja, wenn es mal wieder etwas länger dauert. Wo sind die denn, die ganzen Bengel? Also Istanbul Express befindet sich jetzt gleich unter der Köbrandbrücke. Und da haben wir noch die Manta Hettes, Fairplay 95 und Michel haben schon losgeschmissen. Die lassen die jetzt hier auf die Norderelbe. Ja. Von rechts kommt noch etwas Beifang. Ein Saugbagger. Welcher ist das denn? Ist das mal wieder die Eiseldelta? Wer könnte es auch anders sein? Tanja schreibt, mit Istanbul habe ich es nicht so dieses Wochenende. Ja, in der Tat. Mann, oh Mann, eigentlich wäre ich dieses Wochenende in Istanbul gewesen. Aber leider alle Flüge gestrichen. Istanbul liegt Schnee.
Ja, Henker, in der Tat. Warm ist es hier oben. Also warm relativ. Aber kein Wetter für Mütze und Handschuhe. Ach Martin, Istanbul ist schon eine geile Stadt. Istanbul ist schon echt eine sehr, sehr coole Stadt. Jetzt kommt doch da irgendwas von links. Ich sehe doch was. Schön. Leuchtet auch wie eine Disco nach Feierabend. Oh, schön, da macht jemand Licht an. Das könnte das Lotsenboot sein, was da die Bordwand etwas beleuchtet. Dankeschön, Jungs. Was für ein Service. Und da klebt auch schon das Lotsenboot an der Bordwand. Und da geht der Lotse gerade hoch. Also hier haben wir einen Wechsel. Lotse kommt an Bord. Das wird der Elblotse sein. Und der geht jetzt hoch auf die Brücke, löst den Hafenlotsen ab. Das dauert einen Moment und so lange fährt die Lotsenbarkasse mit. Das werden wir wahrscheinlich nicht mehr sehen, wie der Hafenlotse von Bord geht. Es kommen immer noch Zuschauer dazu. Martin auf Twitch. Schönen guten Abend. Ja, die Istanbul Express kann eigentlich auch nicht mehr sehr weit sein.
Das war's mit der Manta. So, dann schwenke ich schon mal um. Also, Istanbul Express kommt gerade aus dem Kühlbrand. Also die braucht noch 5 Minuten, bis sie hier ist. Die Lotsenleiter durfte ich auch schon einige Male hochklettern. Und ich fand das jetzt gar nicht so schlimm, wobei ich dazu auch sagen muss, ich habe das noch nie wirklich bei heftigem Seegang gemacht. Also das war alles relativ harmlos und ist echt krass, diese Lotsenboote, die kleben an der Bordwand und das ist dann wirklich von dem Lotsenboot auf die Leiter. Es ist wirklich ein kleiner Schritt, also es ist nicht mal so, dass man da irgendwie großartig rüberhangeln muss. Das ist schon alles relativ safe heutzutage, aber klar, mit zunehmendem Seegang, zunehmenden Wellen, da relativiert sich das Ganze dann natürlich. Und da kann ich keine Erfahrung mit euch teilen. Nein, Tom, also eine Sperrstunde im Hafen gibt es nicht. Hier können jederzeit Schiffe rein und rauskommen. Wir warten jetzt noch auf die Istanbul Express, die nehmen wir noch mit. Und dann muss ich aber gestehen, dass ich dann auch langsam mal Feierabend machen möchte. Da müssten wir sie gleich irgendwo sehen. Svenny, gute Nacht. Matthias begibt sich auch langsam in die Haie. Ja, war dann doch ein langer Abend. Für alle, die jetzt vielleicht vorhin auch schon bei der AIDA zugeschaut haben. Ich weiß, da kommen noch 1, 2 Schiffe hinterher, hinter der Istanbul Express.
aber es zieht sich ein klein bisschen. Dafür feiert Luppi 2 Monate bei uns auf dem Fischmarkt. Schreibt auch gute Nacht und danke für die tollen Bilder. Sehr, sehr gerne. Schön, dass es dir gefallen hat. Und wer nicht genug kriegen kann, für den läuft ja jetzt seit einiger Zeit unser 24/7 Dauerstream mit Aufzeichnungen alter Streams. Und das kann man so ein bisschen nebenbei laufen lassen. Tanja und ich sind ab und zu da auch mal im Chat. Und vielleicht entdeckt ihr da ja noch die ein oder andere Perle. Da kommt sie, ihr Lieben, die Istanbul Express. Schlepper auch schon los. Die schmeißen auch meistens schon die Leine, sobald das Schiff vom Kühlbrand auf die Elbe, auf die Norderelbe eingebogen ist. Lieblingsmensch fragt auf Twitch, wo der Dauerstream läuft. Ja, der läuft leider momentan nur auf YouTube. Auf Twitch müsste ich dafür einen zweiten Kanal einrichten. Deshalb läuft der nur auf YouTube zurzeit. Newman lässt nochmal 3 Euro Superchat da. Ganz lieben Dank. Komm, da hauen wir doch mal noch einen raus. Ist das schon wieder dunkel hier. Mann, oh Mann. Kirmes geht anders, ihr Lieben. Was für ein dunkler Pott. Vorne ist auch schon keiner mehr zu Hause. Was soll ich denn da filmen, wenn das alles dunkel ist? Mensch. Irgendwas muss ich euch doch zeigen können, aber ohne Licht. Katrin, nee, was da bei dem 24/7-Stream läuft, sind alte Aufzeichnungen und die werden per Zufallsgenerator abgespielt. Das heißt, da kommt immer wieder was anderes und nach pflege ich da jetzt immer mehr Streams ein. Aktuell sind da rund 100 und ja, so nach und nach lade ich jetzt weitere hoch. Ich muss die alle immer noch so ein bisschen dafür vorbereiten. Und dann gibt es per Zufall Streams.
10 Euro Superchat gibt es nochmal von Tanja liebt Hamburg. Dankeschön, Tanja. Und Andi, der Sattelschlepper, ist auch nochmal dabei. Oh, hier gibt es nochmal ein bisschen Licht vom Lotsen. Andi, Dankeschön für 5 Schweizer Franken. Und er macht auch langsamer Feierabend um 5 Uhr. Kommt Motorsport. Ja, gute Nacht, Andi. Vielen Dank, dass du heute so viel und so lange dabei warst. Und natürlich danke für eure Unterstützung. Da sieht man so ein bisschen durch die Bäume die Lotsentür oder Lotsenpforte, sagt man ja. Ja, wer auf YouTube ist, der wird im Anschluss an diesen Stream dann automatisch weitergeleitet. Also falls ihr da mal gucken wollt, da ist noch eine Weiterleitung drin. Und bei Twitch gucken wir mal. Sebastian Kolze ist ja auch noch wach. Vielleicht findet der gleich noch jemanden, wo wir hinraiden können. Ich verabschiede mich schon mal langsam. Es war ein toller Tag. Ich glaube, die Bilder mit der AIDA Nova waren sehr, sehr schön. War richtig Party. Und dann für alle Freunde der Frachtschifffahrt hatten wir hier auch noch mal ein paar sehr eindrucksvolle Aufnahmen, vor allem von der Ever Art. Aber auch am Anfang die Glovis Serena hieß sie, glaube ich. Fand ich ehrlich gesagt auch sehr, sehr schick, wie die hier vorbeigefahren ist. Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder alle so zahlreich dabei wart. Dass ihr uns motiviert habt, dass ihr überhaupt eingeschaltet habt und dass ihr uns unterstützt, indem ihr einfach dabei seid und mal das ein oder andere liebe Wort für uns habt. Aber natürlich auch ein ganz, ganz dickes Dankeschön für alle, die uns finanziell unterstützen, um den Kanal am Laufen zu halten. Egal, ob ihr irgendwas an Merchandising kauft bei uns im Shop, ob ihr was spendet, eine Mitgliedschaft abschließt, ob ihr auf Twitch ein Abo dalasst oder Bits. Es hilft alles. Ganz, ganz dickes, fettes Dankeschön. Auch im Namen natürlich von Tanja. Und natürlich geht auch ein dicker Dank an unsere Moderatoren raus, die sich teilweise ja auch hier die Zeit um die Ohren schlagen. Also ich sehe, Remo ist noch da, Sebastian Kolze ist noch da, Tanja ist noch da. Weiß gar nicht, wer noch so da ist. Ich habe ehrlich gesagt den Überblick verloren. Aber Basti ist, glaube ich, auch noch da, oder? Unser Basti. Moin. Und ja, auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass ihr alle dabei wart. Tanja liebt Hamburg. Ach nee, das ist jetzt mit Verspätung. Habe ich ja eben schon gesagt. Oh, jetzt fängt noch meine Anzeige hier vom Chat an zu spinnen. Gibt's doch alles gar nicht. Mann, oh Mann. Oh, jetzt werden wir auch noch geradet. Die Kutscher raiden jetzt noch mit einer Gruppe von 128 Leuten hier rüber. Mensch, Mensch, Mensch. Herzlichen Dank dafür. Herzlichen Dank dafür. Schön, dass ihr da seid, aber wir liegen leider auch in den letzten Zügen. Tut mir leid, dass ihr jetzt rüber geradet seid, aber vielleicht können wir euch dann ja gleich mitnehmen. Einfach zum nächsten Raid-Ziel. Also, ja, nochmal vielen Dank. Habt noch einen schönen Abend oder schlaft gut. Und ja, dann gucken wir einfach mal, was der morgige Tag so bringt. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss.